Das sehen wir deine Schöpfungskraft. Herr, du bist auch der Schöpfer unseres Glaubens und Herr, es gibt nichts Besseres. Wenn Stürme wehen, wenn es tobt und es hundet für uns, Herr, es gibt keinen ruhigen Ort als in deinem Schoß. Herr, wenn wir mit dir beten, wenn wir Gemeinschaft haben mit dir, wenn wir im Wort lesen, wenn du zu uns sprichst, Herr, was gibt es Größeres, was gibt es Schöneres? Dafür wollen wir dir danken. Vergesst jetzt alles, was euch diese Woche beschäftigt hat. Hört auf zum Zählen, hört auf zu rechnen. Kommt jetzt in diese Gegenwart. Es ist der beste Ort. Heute Abend ist Jesus hier. Heute ist er der Chef. Heute Abend will er seine Schafe sehen.
Er kennt uns alle beim Namen. Er hat uns gerufen, weil er uns liebt. Danke, Jesus, für diesen Abend. In des Herrn, in meinem Leben, Geist des Herrn, fach das Feuer an. In des Herrn, lass die Kraft gehen, Geist des Herrn, sei mein Du bist der Herr, mein Haupt erhebt, du bist die Kraft, die mein Herz belebt, du bist die Stimme, die mich ruft, du bist der Rückerweg. Du bist der Herr, mein Haupt erhebt, du bist die Kraft, die mein Herz belebt, du bist die Stimme, die mich ruft, du bist der Rückerweg. Vertrauen an, dass meine Ängste aus. Du glaubst an mich, was mir was tut, und forderst mich heraus. Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinem wüsten Sand. Und wenn ich mir nicht sicher bin, führe mich deine Hand.
das Kreuz. Und wir danken dir, dass du das Kreuz für uns alle auf dich genommen hast. Das war kein einfacher Gang für dich. Aber du hast es gewusst, bevor du zur Erde kamst. Du warst der Sohn Gottes und bist der Sohn Gottes. Und deine Bestimmung war, Verbindung herzustellen. Du hast die Verbindung zwischen uns Menschen und dem Himmel wiederhergestellt. Du bist zum Opfer geworden. Du bist das unschuldige Lamm, das an das Kreuz gegangen ist. Du warst der König von Juda, aber du gingst völlig, ohne dich zu wehren, an das Kreuz, an unserer Stelle. Herr, und wir wollen uns immer, wenn wir uns versammeln, daran erinnern. Unverdiente Gnade, unaussprechliche, unnachvollziehbare Liebe Gottes. Herr, dieser Plan ist sowas von perfekt. Danke. Danke für das Kreuz. Danke für deinen Leib. Danke einfach für alles, Herr Jesus. Danke, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Du bist Gottes Sohn. Du kamst durch Maria auf diese Welt, aber du warst völlig ohne Schuld, ohne Sünde. Du hast der Sünde widerstanden. Deshalb ist dieser Triumph so epochal und ewig. Adam konnte das nicht, Abraham konnte es nicht. Du, Herr Jesus, du bist der Einzige. Du bist der einzig wirklich Reine. Weiß wie das Schaf, weiß wie Schnee, ohne Schuld, ohne Sünde. Jesus, Jesus, danke, dass du die Flüche, die Sünden der ganzen Welt auf dich genommen hast. Danke, Papa, dass du deinen einzigen Sohn für uns aus lauterer Liebe dahingegeben hast. Wie unvorstellbar ist deine Liebe. Wir wollen jetzt gemeinsam wirklich diesen Gott Israels ehren, im Gedenken, was er für uns tut, getan hat. Wir wollen zusammen das Abendmahl feiern. Gemeinsam. Nicht als Wegzehrung, sondern als Gedenken. Wollen wir den Leib einnehmen für das, was er für uns getan hat. Die Kinder gehen in die Kinderstunde, die versammeln sich hinten. Und wir wollen dem König der Könige einfach Danke sagen. Heilung empfangen, Vergebung der Sünden durch dein Blut. Es ist immer dasselbe großartige Ereignis, jedes Mal, wenn wir uns treffen. Du heilst Kranke durch dein Wort. In deiner Gegenwart ist es uns wohl, weil hier fließt Vergebung. Hier fließt Heilung. Danke, Jesus. Liebe Brüder, kommt doch bitte nach vorne, nehmt das Mahl, verteilt es, die das empfangen wollen, die den Frieden haben mit Gott, sollen stehen bleiben. Für die anderen können wir auch beten am Anschluss. Aber macht Frieden mit Gott. Schenkt ihm euer Herz. Schenkt ihm eure Lasten. Er will euch vergeben. Er hat uns lieb. Er liebt alle Menschen auf diesem Planeten, weil er sie erschaffen hat. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe. Amen. First
Nicht so interessant. Komm, wir gehen weiter und da hinten schau mal die schönen Berge und auf jeden Fall, er wimmelt ihn ab, der zeigt ihm den ganzen Himmel und auf dem Rückweg kommen sie nochmal an dieser riesigen Lagerhalle vorbei und der Verstorbene ist penetrant und sagt, hey, ich will jetzt wissen, was in dem Gebäude ist und Petrus lässt sich breitschlagen und sie gehen rein und dann ist es also eben eine riesige Lagerhalle, Hochregallager drin.
ganz viele Kisten, Pakete, Geschenke und irgendwann bleibt er vor dem Regal stehen, was eben auch voller Kisten und Pakete ist, weil an dem Regal ist sein Name. Und er sagt Petrus, hey, also er fragt Petrus, du, was hat das hier alles zu bedeuten? Und Petrus antwortet ihm, in dieser Halle und jetzt speziell auf diesem Regal sind Geschenke, Gaben, einfach Dinge, die Gott dir zu Lebzeiten gegeben hätte, wenn du ihn darum gebetet hättest. Und ja, eigentlich so ein bisschen nach der Moral, wir alle essen gerne Schokolade oder irgendwas Süßes und wir haben auch immer wieder was Süßes von unseren Eltern gekriegt. Aber am Ende des Jahres hätten wir mehr Schokolade gegessen, wenn wir jeden Tag gefragt hätten. Im Himmel, so glaube ich zutiefst, haben wir einen Vater, der Gebet hört, der gerne gibt und der sehr reich ist. Und es steht geschrieben, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist die Moral und das ist der Einsteiger für das Semi. So, vielen herzlichen Dank, Stefan, für diese schöne Geschichte. Mein Gebet ist und meine Hoffnung ist, dass jeder diese Schachteln abholen kann, diese Dinge abholen kann, die Gott für uns vorbereitet hat. Und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass es Schachteln und Geschenke gibt für jeden Einzelnen. Das Traurige ist heute, ist, dass viele Menschen nicht daran glauben. Viele Menschen glauben nicht an einen Gott oder sagen, ich kann mein Leben ohne Gott führen. Und jeder Mensch ist frei. Und Gott ist ein Gentleman, er ist nicht jemand, der kommt und sagt, hey, du musst an mich glauben oder ich möchte dir Dinge geben, sondern Gott ist ein liebender Gott, der wartet. Der auf etwas wartet, dass wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Und für alle Menschen, die nach ihm bitten, für alle Menschen, die ihn suchen, werden ihn empfangen, werden diese Dinge bekommen, die Gott für uns vorbereitet hat. Dinge, die Gott vielleicht nur dir geben möchte, nicht jedem anderen, etwas ganz Spezifisches. Und ich glaube wirklich, dass Gott wirklich spezifische Geschenke hat für jeden Einzelnen von uns. Ich glaube, dass Gott dir noch mehr geben kann und möchte, als du dir das vorstellen kannst. Die Frage ist, bitte ich noch danach? Die Frage ist, komme ich zu diesem Gott? Die Frage ist, glaube ich daran? Das sind viele Fragen ohne Antworten und ich hoffe, dass jeder Einzelne in seinem Herzen antworten kann und sagen, Herr, für diese Tage, Monate oder Jahre, die mir noch bleiben, ich möchte zu diesen Personen gehören, die diese Geschenke abholen. Ich möchte wissen, was du für mein Leben geplant hast. Ich möchte wissen, was dein Willen ist und ich möchte diese Dinge erhalten. Ich möchte nicht zu denen gehören, die an diesen Geschenken vorbeigehen oder die eines Tages in den Himmel kommen und dann ganz viele Schachteln sehen und denken, oh, jetzt ist es zu spät. Mein Gebet ist, dass wir in den Himmel kommen und wenn wir dann in diesem Raum sind und den Herrn fragen, ja, was sind diese Schachteln, dass er sagt, hey, diese Schachteln sind nicht mehr da, du hast alle schon gekriegt. Und du sagen kannst, Herr, das ist wunderbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin voller Freude heute Abend. Und ich kann wirklich sagen, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und das ist eine Freude, die nicht abhängig ist von Situationen, das ist eine Freude, die nicht abhängig ist von den Umständen, sondern das ist eine Freude, die nicht wankt. Weil der Herr der gleiche ist gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wenn du deine Freude in etwas setzt, sei es Sport, sei es andere Dinge, dann ist es immer abhängig von den Umständen. Ein Beispiel, wenn jemand seine Freude setzt, oder seine ganze Hoffnung in den FC Basel, dann wird er glücklich sein, solange FC Basel gewinnt. Aber an dem Tag, wo FC Basel verliert, wie zum Beispiel in dieser Saison, wo sie oft verlieren, da sind alle Menschen und Tausende von Menschen unglücklich. Wenn du deine Hoffnung setzt auf einen Menschen, dann gibt es Momente, wo du glücklich bist, weil dieser Mensch gut drauf ist, weil es gut geht. Aber an dem Tag, wo es diesem Menschen nicht gut geht oder wo etwas in dieser Beziehung nicht mehr stimmt, da ist auch deine Freude wieder am Boden. Und das ist wirklich ein Privileg für uns als Christen, wenn wir Gott kennen, wenn wir unsere Freude auf ihn setzen, dass dieser Gott nicht wankt. Dieser Gott ist immer im Höhepunkt seiner Liebe, er ist immer im Höhepunkt seiner Gnade, er ist immer im Höhepunkt von seiner Kraft. Und wir Menschen haben oft schlechte Tage, aber dieser Gott hat nie einen schlechten Tag. Amen. Und wenn du schwach zu ihm kommst, dann kannst du wissen, hey, ich bin schwach, aber er ist stark. Ich habe zwar heute einen schlechten Tag, es geht mir richtig miserabel,
Ich weiß nicht mehr weiter, aber dieser Gott hat eine Lösung. Dieser Gott liebt mich, dieser Gott kennt mich. Und bevor wir vielleicht weitergehen, möchte ich noch beten. Ich möchte das Privileg in Anspruch nehmen und wirklich Gott einladen, dass er heute zu unserem Herzen ganz persönlich sprechen kann. Herr Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Abend. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist mit deinem Geist. Und ich danke dir, dass da, wo du bist, einfach alles möglich ist. Herr Jesus, jeder Mensch, der hier in diesem Raum sitzt, ist nicht hier aus Zufall. Sondern jeder Mensch, der hier in diesem Raum sitzt, wurde von dir gezogen. Und ich glaube, dass du heute Abend auch ganz persönliche Geschenke, ein ganz persönliches Wort vorbereitet hast für jeden Einzelnen von uns. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir hören und empfangen können, das, was du uns geben möchtest. Dass wir heute Abend wirklich berührt werden können durch dein Wort und dass dein Wort uns verändern kann. Im Namen Jesu Christi habe ich gebeten und alle sagen Amen. Amen. Wir sind immer noch in dieser Serie vom neuen Leben. Ich habe euch gesagt, dass ich das ganze Jahr in dieser Serie predigen werde, über dieses Wort reden werde. Wo Nikodemus zu Jesus kommt, mit ihm diskutiert und Jesus zu ihm sagt, Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. Du musst dieses neue Leben empfangen. Und wir haben in den letzten Predigen gesehen, was es heißt, in diesem neuen Leben zu wandeln. Wir haben gesehen, was wichtig ist, um in einem Leben zu wachsen. Wir haben vom Wort Gottes gesprochen, diese Nahrung, die wir jeden Tag brauchen. Und wir haben letzte Woche angefangen zu sprechen über das Gebet. Gebet ist nichts anderes als Gemeinschaft mit Gott. Und seit der Schöpfung, seit Adam und Eva, war Gott immer auf der Suche, um mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Gottes größten Wunsch ist nicht, dass du viele Dinge für ihn erreichst, dass du viele Werke tust. Das ist schlussendlich nur das Resultat von deiner Liebe zu ihm. Und was Gott wirklich sucht, ist eine persönliche Beziehung mit dir. Was Gott wirklich sucht, ist, dass du ihn kennenlernst und dass er dir im Verborgenen diese Geschenke, diese Worte, diese Richtung weitergeben kann. Wenn du verliebt bist mit jemandem, dann hast du diesen tiefen Wunsch, mit dieser Person Zeit alleine zu verbringen. Gibt es Leute hier in diesem Raum, die mal verliebt waren oder verliebt sind? Hebt mal kurz die Hände. Einige, okay? Superschön. Ihr seid einverstanden mit mir, dass wenn ihr voll verliebt seid, dann ist in euren Gedanken nur etwas, das sich abspielt. Ich möchte Zeit mit dieser Person verbringen. Ich möchte diese Person sehen. Und auch wenn du natürlich dann gerne Zeit mit vielen Leuten verbringst, du liebst es, mit der Person alleine zu sein. Du liebst es, über Dinge zu diskutieren und du könntest die ganze Nacht telefonieren, auch wenn du müde bist, ist doch egal. Hauptsache, ich verbringe Zeit mit der Person, die ich liebe. Und genau diese Beziehungen, die wir im Alltagsleben erleben können mit Menschen, diese Beziehung sucht Gott. Denn Gott ist der, der die Beziehung erfunden hat und Gott möchte diese persönliche Beziehung mit dir. Und diese Beziehung mit Gott ist nur möglich durch das Gebet. Durch das Gebet kommst du in Kontakt mit Gott. Wir haben das Bild letztes Mal gesehen vom Strom. Der Strom ist überall. Und du kannst überall zu Strom, also Strom empfangen, aber damit du Strom empfangen kannst, damit du diese Kraft empfängst, damit die Batterie geladen wird, musst du einstecken. Und ich glaube wirklich, dass das geistliche Einstecken ist das Gebet. Gott ist gegenwärtig. Gott ist da mit seiner Kraft, wie ein lebendiger Strom. Und er wartet nur auf etwas, ist, dass wir jeden Tag kommen und unsere Batterien, unser Herz aufladen. Dass wir wirklich im Gebet mit ihm auf diese abenteuerliche Reise kommen können und dass wir in diesem Gebet diese Gemeinschaft pflegen können. Und das Gebet ist etwas vom Wichtigsten im neuen Leben. Das Gebet ist genau das, wo du mit Gott redest, aber es ist auch der Moment, wo Gott mit dir reden möchte. Wo Gott sich den Menschen ganz persönlich offenbaren möchte. Wo Gott ganz persönlich mit dir reden möchte. Und das passiert durchs Gebet. Aber wir alle wissen, dass wir so oft einfach keine Zeit haben für Gebet. Wir haben tausende von Ausreden. Es gibt immer was Besseres zu tun. Und schlussendlich haben wir so viele Dinge, die wir erfüllen am Tag, aber so oft die Dinge, die wir zur Seite legen, sind die wichtigsten. Und so oft das Wichtigste ist das Gebet.
dass wir schlussendlich zur Seite legen und schlussendlich etwas verpassen. Letztes Mal haben wir gesehen, dass das Gebet ein Privileg ist, dass es kein Muss sein soll. Denn wenn du jemanden gerne hast, dann betest du gerne und dann verbringst du gerne Beziehung mit dieser Person. Wir haben gesehen, dass es wichtig ist, dass wenn wir beten, dass wir uns bewusst sind, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott da ist, dass Gott nahe ist und dass er uns hört. Und weil er da ist, dass er auch antworten kann. Und wir haben auch gesehen das letzte Mal, dass wenn du dich Gott näherst, ist es wichtig, dass du verstehst und glaubst, dass du dich einem Vater näherst, der dich liebt. Dass du dich nicht nur jemand näherst, der Gott ist oder jemand, der groß und stark ist, sondern zu dem, den du kommst, der ist dein persönlicher Vater. Er ist der vollkommene Vater, ein Vater, der dich liebt. Und wenn du mit jemandem redest, der dich liebt, da kannst du dein Herz öffnen, da hast du keine Angst. Da musst du dich nicht verstellen, da kannst du dich selber sein. Und es ist wichtig, dass wir uns dem immer bewusst sind, dass Gott ein Gott ist, der auf uns wartet. Er ist ein Vater, der sich so danach sehnt, um in Beziehung mit dir zu kommen. Er sehnt sich danach. In Hebräer 4,16 steht geschrieben, weil wir wissen, dass Gott uns liebt. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wir sollen wirklich freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade. Dieser Sicherheit, dass ein Gott auf uns wartet und dass ein Gott zu uns sprechen möchte. Und ich möchte heute ein bisschen weitergehen im Thema Gebet. Und ich möchte, dass wir für einige Momente uns fixieren und fokussieren auf das beste Beispiel, auf unseres Vorbild, das heißt Jesus Christus. Es ist unglaublich zu sehen, als Jesus auf die Welt kam, er ist der Sohn Gottes. Man hätte sagen können, hey, du hast jetzt einige Jahre auf dieser Erde, du musst so viel tun. Und Jesus hat viel getan, hat viel Zeit mit Menschen verbracht, aber Jesus wusste es an jedem Tag, und ihr findet das überall im Neuen Testament, Jesus wusste es immer wieder, sich zurückzuziehen. Er wusste es immer wieder in der Nacht oder früh am Morgen oder auch am Tag, sich zurückzuziehen und mit seinem Vater zu reden. Er wusste, dass er den Willen Gottes nicht erfüllen kann, wenn er nicht in Beziehung mit Gott steht. Und natürlich waren viele Leute krank. Viele Leute brauchten Hilfe von ihm. Aber er wusste, er kann nur Hilfe geben oder er kann nur etwas bewirken, wenn er in dieser Gemeinschaft mit dem Vater bleibt. Und auch wir müssen uns bewusst werden, dass ohne die Gemeinschaft mit dem Vater nicht viel möglich ist. Dass ohne Beziehung mit Gott das christliche Leben gar keinen Sinn macht. Denn in der Beziehung mit Gott ist die Kraft. In der Beziehung mit Gott findest du Freiheit. Und in der Beziehung mit Gott findest du den Sinn und vor allem deinen persönlichen Sinn für deine Zukunft. Und es steht geschrieben in Lukas 11, Vers 1, Jesus betete einmal an einem Ort und als er sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Ich finde das eine geniale Anfrage von diesem Jünger. Ich finde das ein genialer Text. Weil der Jünger oder die Jünger wussten, wie man betet. Sie haben vielleicht auch schon in ihrer Kindheit gebetet. Aber die Jünger haben Jesus beobachtet und ganz speziell dieser Jünger, der hat gesehen, wow, der Sohn Gottes, der alle Macht hat, der betet immer und immer wieder und seine Gebete sind ganz anders. Wenn er betet, dann passiert was. Wenn er betet, dann geschehen Wunder. Wenn er betet, dann gibt es eine Differenz. Und er hat sein Gebetsleben analysiert und hat gemerkt, hey, wow, wie oft bete ich aus Gewohnheit? Wie oft spreche ich Dinge aus, die ich gelernt habe? Und Tag für Tag reden wir die gleichen Worte und wir beten und wir denken, ich habe was Gutes getan. Aber nichts verändert sich in meinem Leben. Dieser Jünger hat schlussendlich sein Gebetsleben analysiert und bemerkt, hey, ich merke, da gibt es mehr. Ich merke, dass Gott mehr für mich hat. Und er kommt zu Jesus und sagt, hey, das, was du hast, diese Beziehung, diese Kraft im Gebet, zeig es mir. Lehre uns zu beten. So oft beten wir als Christen und wir erleben nichts. Aber wir beten weiter. Wir beten seit Jahren und denken, okay, wenn wir beten, dann ist alles gut, dann ist Gott glücklich. Aber irgendetwas stimmt nicht, weil wenn du betest, dann passieren Dinge.
Wenn du mit Gott in Beziehung kommst, dann werden Dinge verändert. Wenn du mit Gott redest, dann werden Dinge erleuchtet. Und es ist wichtig, dass wir uns immer und immer wieder als Kinder Gottes uns die Frage stellen, wo stehe ich in meinem Gebetsleben? Antwortet Gott noch auf mein Gebet? Passiert überhaupt etwas, wenn ich bete? Erwarte ich überhaupt noch, dass Gott wirkt? Oder komme ich einfach aus Gewohnheit, ich bete, ich danke dir, Herr, für das gute Essen, für diesen Tag, für deinen Schutz. Amen. Und dann gehst du in deinen Tag, machst dein Ding und abends, bevor du einschläfst, Herr, ich danke dir, dass du mit mir bist, dass ich gut schlafen kann und dass ich keine Albträume mache. Amen. Und dann denkst du, ich bin ein guter Christ. So schön mit dem Herrn zu reden. Ich glaube nicht, dass das Gott für uns bestimmt hat. Ich glaube wirklich, dass Gott uns tiefer hineinführen möchte in diese Beziehung. Ich glaube, dass Gott jeden Menschen von uns tiefer hineinführen möchte in dieses Gebetsleben. Mein Wunsch ist, dass ihr heute wirklich auch eine Bilanz ziehen könnt, dass jeder Einzelne und auch ich diese Bilanz ziehen kann und sagen, Herr, wo stehe ich im Gebet? Was passiert noch, wenn ich bete? Erwarte ich überhaupt, dass du noch wirkst? Erlebe ich Dinge im Alltagsleben? Vielleicht nicht jeden Tag, aber wann ist das letzte Mal, dass ich etwas erlebt habe, als ich Gott um etwas bat? Und jeder kann für sich selber antworten. Und dieser Jünger war frustriert und sagte, Herr, ich bin frustriert, ich komme nicht weiter, lehre uns, lehre mich nur, richtig betet. Lehre mich, dass ich bete und das Herz Gottes berühren kann und dass schlussendlich ich diese Geschenke erhalten kann. Weil du möchtest geben, aber momentan, ich habe das Gefühl, ich empfange nicht. Irgendetwas ist blockiert. Irgendwie komme ich nicht weiter. Irgendwie stimmt was nicht. Zeige mir, wo es fehlt. Zeige mir, wo es klemmt. Zeige mir, wo ich blockiert bin. Und Jesus antwortet dem Jünger, und wir lesen gemeinsam in Matthäus 6, ab Vers 5, da steht geschrieben, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer oder in dein Zimmer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn überhaupt bittet. Das ist die Antwort von Jesus. Wo der Jünger sagt, lehre uns beten. Der erste Punkt, wo er sagt, ist, hey, wenn du betest, es ist vielleicht manchmal schön zu beten in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, in einem Hauskreis, aber betet nicht, damit euch Leute hören. Betet nicht, um den Leuten zu zeigen und zu sagen, hey, schaut mal, wie schön ich beten kann. Weil der Herr sagt, wenn ihr das tut, dann habt ihr euren Lohn schon erhalten, weil ihr sucht eure eigene Ehre. Sondern wenn du betest, was Jesus sucht, ist diese Gemeinschaft. Was Jesus sucht, ist das alleine zu sein mit dir. Und darum sagt er, hey, wenn du betest, wenn du in Gemeinschaft mit mir kommen möchtest, dann zieh dich zurück. Zieh dich zurück. Geh in dein Zimmer oder geh an einen einsamen Ort und da im Verborgenen, da warte ich auf dich. Und wir haben heute sehr Mühe, uns zurückzuziehen. Wir lieben es, wenn immer ein Programm läuft. Wir lieben, wenn immer Musik läuft, der Fernseher läuft. Und wir haben Mühe, einfach mal ruhig zu werden. Wir haben Mühe, uns zurückzuziehen und zu sagen, hey, und jetzt mache ich nichts anderes, als mich Gott zuwenden. Ich mache nichts anderes, als mein Herz ihm zu öffnen. Und ich mache nichts anderes, als jetzt mit ihm zu sprechen. Ich möchte jetzt in Beziehung kommen. Ich möchte jetzt wie den Stecker in den Strom hineinstecken und ich möchte jetzt eine Begegnung mit ihm erleben. Warum sagt er, schließt die Tür? Warum sollen wir die Tür schließen? Wir könnten ja auch die Tür offen lassen. Was meint ihr? Das Problem ist, dass wenn wir die Tür offen lassen, dann hörst du immer noch irgendwie andere Geräusche, die dich ablenken. Wenn du die Tür offen lässt, dann riechst du vielleicht schon den Geruch vom Barbecue und denkst, okay, ich mache jetzt das ein bisschen kurz, weil das Fleisch ist bald gut. Wir sind ständig abgelenkt. Wir haben uns Mühe zu konzentrieren auf den Herrn. Und der Herr lädt dich ein, hey, schließe die Tür. Und es geht nicht nur um die materielle Tür, sondern es geht auch
um die Tür unseres Herzens, unserer Gedanken. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wir haben es gelernt, dass wenn du betest, mach die Augen zu. Steht es eigentlich in der Bibel, dass wir die Augen schließen sollen, wenn wir beten? Nein. Nirgends, hä? Warum machen wir das? Hä? Wir Menschen sind manchmal merkwürdig, hä? Müssen wir die Augen schließen oder sollten wir sie nicht mehr schließen? Warum tun wir das? Und ich glaube, dass die Augen schließen etwas Gutes ist, weil in dem Moment, wo du die Augen schließt, da sagst du auf gut Deutsch gesagt, ich schließe jetzt ab mit dem, was ich sehe, mit dem, was ich fühle, und ich öffne jetzt meine Herzensaugen, um mich ganz auf Gott zu konzentrieren. Weil wenn du die Augen offen hast, dann siehst du so viele Dinge. Wenn du die Augen offen hast, dann bist du ständig abgelenkt. Wenn du die Augen offen hast, dann kommen so viele Gedanken. Aber in dem Moment, wo du die Augen schließt, kannst du sagen, Herr, ich schließe jetzt meine Augen, aber ich öffne meine Herzensaugen und ich möchte mich jetzt ganz auf dich konzentrieren. Ich möchte wirklich die Tür schließen vom Zweifel in meinem Herzen. Ich möchte jetzt die Tür schließen von allen Gedanken, die mich jetzt ablenken möchten. Ich möchte jetzt vielleicht meinen Nadel auf lautlos stellen und ich möchte mich jetzt wirklich die nächsten 10 Minuten, 20 Minuten und 5 Minuten auf dich konzentrieren. Ich möchte, dass die Türe zu ist. Und ich glaube, dass Gott in diesen Momenten zu uns reden möchte. Was sagt er auch? Er sagt, hey, ihr sollt nicht zu viel plappern. Es gibt Menschen, die beten sehr gern lange, die können stundenlang beten. Es kommt nicht auf die Zeit drauf an, wenn du betest, sondern es kommt auf dein Herz drauf an. Du kannst 3 Stunden beten und denken, wow, bin ich ein guter Christ. Aber Gott wird einfach sagen, hey, das, was du machst, ist einfach nur plappern. Das, was Gott will, ist dein Herz. Das, was Gott will, ist das, was in dir wirklich abgeht. Wenn ich mit meiner Frau rede, und es gibt so Momente, da rede ich um den heißen Brei, das heißt, ich rede, um all das herum, aber nicht wirklich um mein Problem. Und meine Frau, die mich kennt, da kommt der Moment, wo sie sagt, hey, was geht los? Und dann probiere ich wieder abzulenken, ich rede von anderen Dingen, aber sie kommt dann immer wieder zurück und sagt, hey, du redest vom schönen Wetter, du redest von Dingen, das ist schön und recht, aber was ist in deinem Leben los? Was geht nicht? Und in dem Moment möchte sie, weil es meine Frau ist, dass ich ihr mein Herz öffne. Das ist genau das Gleiche bei Gott. Wenn du mit Gott in Beziehung kommst, sehr oft haben wir unsere Rituale, wir sprechen, aber ich glaube, dass Gott manchmal zu dir sagen möchte, stopp, hör auf. Was du machst, sind schöne Worte, aber was ich suche, ist dein Herz. Was ist in deinem Herzen los? Was geht in dir momentan ab? Was sind deine Ängste? Warum bist du heute wütend? Warum bist du durcheinander? Sag es mir. Und in dem Moment, wo du ehrlich bist mit Gott, das sind wenige Worte, viele Worte. Und diese Gebete, diese Gemeinschaft, diese Gebete, die steigen direkt in den Himmel und da kann Gott was tun. Aber solange wir einfach schön reden und nicht mit unserem Herzen beten, kann Gott nicht viel tun. Das heißt nicht viel plappern, sondern sagt das, was wirklich abgeht. Und wenn wir das tun, dann kann Gott Großes bewirken. Und wenn wir das tun, dann kann Gott aus kleinen Dingen, aus einem Nichts Großes machen. Und ich möchte euch ein kleines Zeugnis erzählen, das mich an all diesen Jahren begleitet und auch sehr ermutigt hat, wie Gott auf Gebet antwortet, wenn es ernstlich gemeint ist und wenn wir ihn auch erwarten. Als ich ungefähr 16 oder 17 Jahre alt war, schon sehr lange her, da kam ich von der Schule nach Hause und ich hatte wirklich Migräne. Und wenn du Migräne hast, vor allem ich, dann habe ich nur einen Wunsch, das ist einfach ins Bett zu gehen oder in Dunkelheit, weil da hast du solche starke Schmerzen, ich musste mich immer übergeben. Und ich wusste, ich kam nach Hause abends und ich dachte, jetzt möchte ich mit niemandem reden, ich möchte nichts tun, ich möchte jetzt einfach ab in die Ruhe, ich möchte ab in mein Zimmer. Und dann komme ich nach Hause und dann hatten wir Besuch und zu Hause war die Familie Bach, das sind Freunde, also das sind Familienmitglieder und die hat natürlich ihren Sohn mitgebracht, der Emanuel, das war ein kleiner Junge und der Emanuel, der war damals irgendwie 2 Jahre oder 3 Jahre und er liebte es zu spielen. Und ich komme nach Hause, er rennt mir in die Arme und sagt, oh Samuel, jetzt können wir wieder zusammen spielen.
Und ich sagte ihm gerade sofort, ich sagte, Emanuel, das ist jetzt nicht gegen dich, ich weiß, du spielst gerne, ich spiele auch gerne, wir werden noch oft spielen, aber heute kann ich nicht spielen. Heute mir geht es nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, ich möchte jetzt einfach nur noch schlafen gehen. Und dann sagt er mit mir, also mit kindlichen Worten, sagt der kleine Junge, ich weiß nicht, ob er 2 oder 3 war, dir geht es nicht gut, dann können wir zusammen beten, Gott dich heilen und dann spielen wir. Und dann dachte ich, okay, er möchte beten, Gott heilt mich sofort, dann spielen wir. Dachte ich mir, okay, das kindliche Glaube. Dachte ich, jetzt kann ich nicht Nein sagen. Dann sage ich, okay, du kannst für mich beten. Und dann sagt er einfach, Herr Jesus, Sammy krank, Sammy geht es nicht gut, danke, dass du ihn heilst und dann spielen wir. Amen. Amen. Und dann schaut er mich an und sagt, so, jetzt bist du geheilt, komm, wir spielen. Und da hat er mich so bei der Hand genommen und ich dachte mir, oh, dieser kleine Junge, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Aber ich wollte ihn nicht entmutigen und ich fing an, mit ihm zu spielen. Und am Anfang ging es wirklich nicht gut, aber ich kann euch sagen, nach ungefähr 5 bis 10 Minuten bin ich mit ihm am Spielen, ich lache und dann sage ich, hey, wo ist meine Migräne? Die Migräne war weg. Die Migräne war weg. Und ich dachte mir, hey, so ein komisches Gebet habe ich noch nie gehört. Aber dieses Kind hat ehrlich gebetet. Dieses Kind wollte spielen. Und dieses Kind kam einfach diese Kisten, dieses Geschenk abholen, das Gott ihm geben wollte. Und man hat ihm gesagt, bete und Gott antwortet. Und er hat es umgesetzt. Und ich vergesse nie mehr den Moment, okay, jetzt bist du geheilt, komm, wir spielen. Und ich dachte mir, ja, der ist verrückt. Aber es hat funktioniert. Gott hat mich geheilt und es war für mich eine große Lehre. Da hat mir Gott gezeigt, hey Sammy, wenn du betest, probiere nicht Menschen oder mich zu beeindrucken, weil ich weiß, was in dir abgeht. Sondern komm, wie du bist. Und wenn du mit einem ehrlichen Gebet zu mir kommst, dann kann ich was tun. Und ich habe noch einen Punkt, den ich mit euch teilen möchte. Ich habe wirklich aufs Herz bekommen, heute nicht zu lang zu reden. Ich möchte mit euch noch heute anschauen zum Thema Gebet, was für eine Art Herzenshaltung das Gott sucht, damit Gebet überhaupt erhört wird. Ich habe gesagt, dass es beim Gebet nicht auf die Art und auf die Weise drauf ankommt, es kommt auch nicht auf die Länge drauf an. Es kommt nicht darauf an, ob du schreist oder in deinem Herzen betest. Es kommt auch nicht darauf an welchem Ort du betest, sondern es kommt auf deine Herzenshaltung drauf an. Es kommt auf deine Motivation drauf an. Die Bibel sagt uns in Jakobus 4,3, ihr bittet und ihr empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. So oft bitten wir den Herrn, so oft bitten wir Gott um Dinge, wo die einzige Motivation nur wir sind. Wo die einzige Motivation, die wir haben, nur unser Segen ist. Wo es nur um uns geht. Und Gott sagt, okay, ich möchte mich zwar um euch kümmern, aber im Leben geht es nicht nur um dich. Und wenn deine Gebete nur auf dich fokussiert sind, auf den Segen, auf den Schutz, wenn es nur um dich geht, dann sagt Gott, dann kann ich gar nicht immer antworten, weil du sonst nicht weiterkommen möchtest. Und manchmal antwortet Gott nicht, damit wir verstehen, hey, es stimmt etwas nicht. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit eure Gelüste vergeuden könnt. Die Motivation des Herzens und deine Herzenseinstellung ist das A und O, damit Gott erhören und etwas bewirken kann. Und kein anderer auf dieser Welt kann die Motivation oder deine Herzenseinstellung lesen als Gott. Kein anderer. Du siehst, was vor Augen ist und sagst, wow, das ist ein guter Christ oder das ist ein komischer Christ oder das ist ein schlechter Christ. Aber schlussendlich hast du keine Ahnung. Der Einzige, der ins Herzen hineinschaut, ist Gott. Der Einzige, der sogar unsere Gedanken lesen kann, ist Gott. Und etwas vom Wichtigsten im Gebet ist die Herzenshaltung, ist die Motivation. Welche Motivation haben wir, wenn wir beten? David hat erkannt im Psalm 139, Herr, du erforschest mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Und ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und du hältst deine Hand über mir. Ja, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann es nicht begreifen.
Und wohin sollte ich gehen von deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen von deinem Angesicht? David, als er zu Gott kam und in seiner Beziehung mit Gott, hat er über all diese Jahre erkannt, Herr, von dir kann ich nichts verbergen. Herr, du kennst mich vollkommen. Herr, du erforschst mich. Du schaust in die Tiefe hinein. Du schaust in die Gedanken, du schaust in mein Herz. Du schaust in meine Motivation. Eine Frage, die ich heute Abend jeden Einzelnen stellen möchte. Was ist das, was Gott sieht, wenn er in dein Herz hineinschaut? Was ist deine Motivation, wenn du in die Kirche kommst? Was ist die tiefe Motivation, wenn du wirklich betest? Wie viel Zeit in deinem Gebetsleben verbringst du, um für dich zu beten? Wo es nur um den Segen geht, um den Schutz, um ich. Wo man alles andere vergisst. Was sieht Gott, wenn er in dein Herz hineinschaut? Was findet er in meinem und in deinem Herzen? Menschen können wir betrügen. Bei Menschen können wir etwas sehr gut vorspielen. Und alle meinen, hey, das ist ein super Typ. Kann jeder machen. Aber schlussendlich weiß nur Gott, was du im Verborgenen tust und weiß nur Gott, was in deinem Herzen ist. Gott allein liest in unseren Gedanken. Und Gott allein möchte uns auch weiterbringen. Wisst ihr, ich habe in den letzten Jahren, hat mich Gott wirklich angesprochen, weil ich wandle jetzt schon seit Jahren mit Gott und ich lebe Dinge, ich habe auch schon einiges erlebt, aber ich kam an einen Punkt, wo ich sagte, Herr, ich habe noch selten irgendwie Wunder erlebt, wo ich für Leute gebetet habe und Heilungen passieren. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte für Leute beten und ich möchte Heilungen empfangen. Und am Dienstagabend in der Portwehr beten wir für die Kranken und am Schluss gehe ich auch nach vorne und ich gehöre auch zum Team, der für die Kranken betet. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe jedes Mal, wo ich im Gottesdienst war, habe ich gesagt, Herr, heute Abend, wenn ich mit Kranken bete, ich möchte, dass Heilungen passieren. Ich möchte, dass Heilungen passieren. Und ich habe das wirklich von ganzem Herzen gebetet. Und auf einmal sprach der Herr ganz tief in meinem Herzen. Dann habe ich einige Fragen gestellt. Fragen, die mir sehr wehgetan haben. Er hat gesagt, Samuel, was ist deine Motivation? Möchtest du, dass der Kranke, der leidet, wirklich geheilt wird? Egal wer für ihn betet? Oder möchtest du, dass Kranke geheilt werden, wenn du für sie betest? Geht es um deine Ehre, um deinen Dienst? Oder geht es um mich, um meine Ehre? Geht es darum, dass Menschen, die verletzt sind, die leiden, die Hilfe gebrauchen, dass du mit ihnen betest und etwas geschieht? Oder geht es einfach nur darum, dass Jesus verherrlicht wird, egal wer für sie betet? Und Gott hat mir auch gezeigt, hey, wenn du für Kranke betest, dann bereitest du dich vor. Aber auch wenn du nicht im Gottesdienst bist, es gibt Leute, die für Kranken beten. Es gibt Leute, die leiden, auch dann muss Gott heilen. Und Gott hat mir die Motivation in meinem Herzen gezeigt und ich musste wirklich Buße tun und sagen zum Herr, vergib mir. Weil so oft auch, wenn ich geistig manchmal bete, kennst du meine Motivation. Und ich möchte nicht, dass es um meine Ehre geht. Es ist doch egal, ob ich oder jemand anderes für die Person bete und sie geheilt wird. Das Ziel ist, dass eine Person, die leidet, schlussendlich Rettung und Erlösung und schlussendlich Erleichterung findet, oder? Aber das sind Dinge, die sieht man nicht. Man schaut die Christen an und wir lächeln uns zu. Man sagt, oh, der Samuel, das ist eine geistliche Person. Nein, ich kenne mich und Gott kennt mich noch viel mehr. Und Gott muss mir immer wieder Dinge aufzeigen und mir zeigen, dass meine Motivation falsch ist. Und das Schöne ist, seit ich das verstanden habe, kann Gott auch mehr wirken. Ich habe in den letzten Wochen und Jahren Dinge erlebt oder Heilungen, ich erlebe das nicht jeden Tag, aber wo ich wirklich merkte, wow, jetzt wo ich befreit bin von dem, was Gott oder was Menschen von mir halten, oder dieser Wunsch unbedingt, ich muss Wunder erleben, kann Gott auch mehr durch mich wirken. Aber Gott muss etwas bewirken in mir. Ich habe es vor einigen Tagen auch meinem Bruder erzählt, wir hatten ja das Jugendwochenende, das Rencontre, und da waren Tausende von Jugendlichen und ich habe da abends gepredigt und nach der Predigt gingen wir noch auf Mühlhausen. Wir haben euch gebeten, dass ihr auch für uns betet, weil es war ein Lobpreis- und Gebetsabend und dass Jugendliche auch Gott begegnen können. Und wir kamen dort an und da hatte ich etwas ganz Spezielles erlebt. Ich muss jetzt noch einen Tag zurückgehen. Den Tag davor hatten wir einen Lobpreisabend oder ein Konzert. Und während dem Konzert kam der Claude, der Mann von der Claire, zu uns und sagte, hey Jungs
und Mädels, geht in den Gemeindesaal und betet für Menschen, wo Gott euch aufs Herz legt. Und dachte ich, ja, für wen sollte ich beten? Da gibt es 2500 Jugendliche, ich könnte für jeden beten. Da bin ich einfach im Raum herumgelaufen, habe angehalten und dann habe ich Gott gelobt und habe gesagt, Herr, für wen soll ich jetzt beten? Es gibt so viele Menschen um mich, aber ich kenne sie nicht, aber du kennst sie. Und auf einmal sehe ich so einen jungen Mann neben mir, so mit einem Hut, so mit einem Cap. Das war so ein richtiger cooler Typ, so ein Motorrapper. Und ich habe gerade gesehen, der hatte noch Stress gehabt mit seiner Freundin. Und auf einmal merke ich, wie Gott mir ans Herz legt, bete für diesen jungen Mann. Sage ich, Herr, das ist ein Rapper, der ist cool. Wenn ich jetzt zu ihm gehe und sage, hey, kann ich für dich beten? Sagt er, hey, lass mich in Ruhe. Und ich merkte, hey, geh jetzt einfach zu ihm und bete für ihn. Und irgendwann merkte ich, okay, jetzt muss ich gehorsam sein, ich muss Gott gehorchen. Und dann gehe ich zu ihm hin und sagte, sorry, ich bin der Samuel, habe mir seinen Namen gesagt, darf ich für dich beten? Schaute mich an und sagte, ja, kannst du. Und dann fange ich an mit ihm zu beten und er hatte so ein Gerät am Hals, was ist so eine Stütze, wie sagt man dem? So eine Manschette, ein Halskranz, genau. Und dann habe ich mit ihm gebetet, das hat irgendwie 1 Minute gedauert. Und während dem Gebet dachte ich mir, wow, mein Gebet ist sowas von... Es gibt Momente, das Gefühl, da betest du gut. He? Aber in dem Moment dachte ich, hey, mein Gebet ist sowas von... Ich wusste nicht mehr, was ich betete und sagte am Schluss Amen. Und es war vorbei. Und am anderen Tag, eben hatten wir Gottesdienst und gingen wir abends nach Mühlhausen. Und am Schluss beteten wir für die Kranken. Und dann kommt ein Jugendleiter zu mir und sagt, hey Samuel, ich möchte dich ermutigen. Ich so, wieso? Du kannst dich erinnern, gestern hast du für einen Jugendlichen gebetet. Sag ich, ja, das kann mich noch erinnern. Du kannst ja nicht glauben, aber Gott hat ihn berührt, hat ihn geheilt, er konnte seine Manschette abziehen. Und dann sagte ich, das ist wohl ein Witz. Du machst jetzt irgendwie, du möchtest mich reinlegen. Nein, das ist kein Witz, der wurde geheilt. Und dieser junge Mann, der kommt zwar manchmal in die Kirche, aber der ist sowas von kompliziert, der möchte Gott ständig widersprechen. Wir haben mit dem schon seit Jahren lang Probleme. Und der denkt, er versteht Gott oder Gott gibt es nicht. Und das ist wirklich ein Problemfall. Aber Sammy, seit er dieses Wunder erlebt hat, der ist vollkommen wie eine umgedrehte Wurst. Also der ist wirklich, das ist was passiert. Und in dem Moment, wo er mit mir redet, sagt er, Sammy, das gibt es ja nicht. Wieso? Jetzt schau an, der kommt nach vorne, um sein Leben Jesus zu geben. Und auch sein bester Kollege, der nicht gläubig ist. Und ich war da vorne und ich dachte einfach, Herr, du bist so ein großer Gott. Du bist so ein treuer Gott. Und ich habe noch zu ihm gesagt, zum Jugendleiter, hey, weißt du, ich weiß nicht mal, ob ich für Heilung gebetet habe. Ich weiß es nicht mal. Und ich habe mich so schwach gefühlt im Gebet, aber Gott hat gewirkt. Und das ist genau das, was Gott sucht. Dass wir uns gebrauchen lassen, auch wenn Gebet kurz ist oder du das Gefühl hast, hey, das Gebet ist sowas von schlecht. Gott kann Großes tun. Gott kann Großes tun, wenn wir Glauben haben und auch wenn unsere Herzenshaltung richtig ist, wenn wir offen und ehrlich zu ihm kommen. Ich komme zu meinem Schluss. Ich hätte noch einiges zu sagen. Aber etwas, das mir auch groß geworden ist, ist, dass wenn wir beten, ist es wichtig, dass wir erkennen, wer wir sind und wer Gott ist. Ich glaube, heutzutage haben viele Christen den Respekt von Gott verloren. Wenn ich mit Christen manchmal rede, bin ich überrascht, wie sie sagen, ja, Gott sollte das so tun und das begreife ich nicht und das macht er nicht richtig. Und man hat das Gefühl, dass Gott das Privileg hat, dass sie überhaupt manchmal in den Gottesdienst kommen. Oder dass Gott ihnen etwas schuldig ist. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal die Rollen austauschen. Dass anstatt Gott uns sagt, was wir tun sollen, weil er Gott ist, weil er uns kennt, sind Menschen da und probieren Gott zu erklären, was er tun sollte. Ich habe das Gefühl, Gott ist uns alles schuldig. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass Gott uns gar nicht schuldig ist. Gott ist dir und mir gar nicht schuldig. Wenn Gott etwas tut oder nicht tut, muss er sich nicht rechtfertigen, weil er Gott ist. Aber in seiner Liebe möchte er uns helfen. In seiner Liebe möchte er auf Gebet antworten. Aber wenn du mit deiner Herzenshaltung kommst und sagst, hey, ich bete und wenn Gott nicht wirkt, dann bin ich weg, dann Problem mit deiner Motivation. Dann hast du ein Problem mit deiner Herzenshaltung. Wie verhältst du dich, wenn du zu Gott kommst? Was ist deine Rolle, was ist seine Rolle? Ich habe in den vielen Jahren erkannt, dass ich schwach, dass ich gar nichts bin. Dass ich Menschen nach mich selbst und vor allem Gott immer wieder enttäuschen kann.
Und wenn ich zu Gott komme, sage ich immer wieder, Herr, ich brauche dich. Du bist groß und vollkommen, aber ich bin schwach. Ich bin manchmal untreu. Ich falle immer wieder hin und ich brauche dich. Ich möchte nicht dir sagen, was du zu tun hast, sondern sage du mir, was ich tun soll. Du bist Gott. Du hast alles geschaffen. Du bist der Schöpfer. Und das hat Gott auch zu Hiob gesagt, dass Hiob mit Gott handelte. Da hat Gott geantwortet und sagt, Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag's mir, wenn du so klug bist. Und ich glaube, dass diese Frage Gott uns allen manchmal stellt und sagt, hey, wenn du mit mir redest, wenn du mir Dinge erklären möchtest, wo warst du? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Wo warst du, als ich den Himmel und die Erde geschaffen habe? Wo warst du, wo ich dich geschaffen habe, in dem Leib deiner Mutter? Wo warst du? Ich rede oft darüber, ich bin ein junger Vater und ich bin vollkommen begeistert von meiner Tochter. Aber wenn ich sehe, wie Gott einen kompletten Menschen, so ein kompliziertes Geschöpf innerhalb von 9 Monaten schaffen kann. Leute kommen zu uns und sagen, hey, herzliche Gratulation. Und ich sage immer wieder Danke, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, so, hey, sag nicht mir herzliche Gratulation, weil schlussendlich, wir haben nicht viel dafür getan. Oder es war nicht kompliziert, sagen wir so. Aber dass aus einem Nichts, dass aus einem kleinen bisschen Flüssigkeit einen so komplexen Menschen entsteht, das kann kein Mensch schaffen. Und jeder Wissenschaftler, der Gott widerspricht oder alles erklären möchte, zeigt mir einen Mensch, der so etwas schaffen kann, einen so komplexen Menschen, der einzigartig ist. Eine Frau hat mir erklärt, dass wenn ein Mensch in 9 Monaten so geschaffen wird, eines der ersten Geschöpfe, das sich bildet, ist das Herz. Und ganz früh, ich weiß nicht in welcher Woche, da fängt das Herz an zu schlagen und alles bildet sich um das Herz herum. Das Herz, das den Impuls gibt, damit all die verschiedenen Glieder, damit alles dann sich aufbauen kann. Wer sagt dem Herz ab dem Moment, fang an zu schlagen, ab jetzt? Wer sagt das? Habe ich das getan als Vater? Nein. Hat meine Frau gesagt nach 6 Wochen, so, okay, jetzt ist Zeit, Herz, bilde dich und fang an zu schlagen. Hat meine Frau das gemacht? Nein. Wo waren wir, als Gott unsere Tochter bildete? Wo waren wir? Wir waren da und haben unser Leben geführt. Wo warst du, als Gott dich selber geschaffen hat? Als er anfing, deinen Charakter zu schaffen. Deine Haarfarbe, deine Augen, dein Charakter, dein Fingerabdruck. Wo warst du? Es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, wer Gott ist und wer wir sind. Und dass wenn wir zu ihm kommen, wirklich auch diesen Respekt haben und sagen, Herr, du bist mir gar nicht schuldig, sondern ich bin dir alles schuldig. Ich schließe, gebt ihr mir noch 5 Minuten? Geht das noch? Oder? Ja. Ich nehme mir die 5 Minuten. Ich habe einen Punkt, den ich noch wirklich auf dem Herzen habe. Die Herzenshaltung ist etwas vom Wichtigsten und ich lese den letzten Text in Lukas 18, im Vers 9. Da spricht Jesus, er sagt aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie all diese anderen Leute. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Ungerechter, ich bin kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal pro Woche und ich gebe dir sogar den 10., was ich einnehme. So nach dem Motto, hey, ich bin ein guter Christ. Und dann war der Zöllner dort. Der Zöllner aber stand sehr ferne und er wollte auch nicht die Augen aufheben zum Himmel, sondern er schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause und nicht der andere. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das hat Jesus zu den Menschenmengen gesprochen. Und ich glaube, das spricht er zu jedem Einzelnen von uns. Wenn wir analysieren, der Pharisäer, der hat eigentlich gute Dinge gemacht.
der hat gute Werke gemacht, der respektierte die Gebote Gottes, er nahm sich auch Zeit fürs Gebet und es steht hier geschrieben, der fastete auch 2-mal pro Woche. Wer von uns fastet noch 2-mal in der Woche? Hey, das ist ein mega cooler Christ, he? Der ist richtig weit weg, Champions League, der ist, wow, fast 2-mal pro Woche. Und er vergleicht sich mit den anderen Menschen und sagt, hey, die machen das, die machen das. Ja, diese Dinge, das mache ich nicht. Und er war da und fühlte sich als guter Christ. Rein theoretisch, das, was er tut, ist ja nicht mal so schlecht. Er unterstützt Gottes Werk in seinen Finanzen, er betet, er fastet, respektiert die Worte Gottes. Aber was war das Problem? Was war das Problem, dass er schlussendlich nicht verändert nach Hause ging? Was war das Problem, dass er schlussendlich nicht gerechtfertigt wurde? Sein Problem ist, er dachte, er wäre was Besseres als die anderen. Sein Problem ist, er beobachtete und verglich sich mit anderen Menschen und dachte, hey, ich bin ja nicht mal so schlimm, es gibt ja noch viel Schlimmere. Ich bin ja noch gar nicht so schlecht. Und schlussendlich war er ein stolzer Mensch, weil er dachte, all das, was er tut, das kann er nicht durch Gottes Kraft, sondern das kann er, weil er so ein guter Typ ist. Und dieser Mensch hat sich selbst erhöht, aber wurde von Gott erniedrigt. Aber da war auch der Zöllner. Der Zöllner, der kommt da in den Gottesdienst, in den Tempel. Und die Bibel sagt, er getraute sich nicht mal vorne hinzusetzen, er blieb ganz hinten. Zum Beispiel jemand, der wirklich in die letzte Reihe sitzen möchte. Er getraute sich nicht mal, die Augen aufzuheben. Und in seiner Schuld, in seiner Sünde, hat er nur eines getan. Er nahm seine Hand, schlug auf seine Brust und sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott, komm mir zu Hilfe. Gott, ich brauche dich. Und Gott sagt, dass dieser Mensch gerechtfertigt nach Hause ging. Dass dieser Mensch schlussendlich eine Antwort auf sein Gebet empfangen hatte. Und warum hat er Gott erlebt? Dieser Mensch hat erkannt, dass er ohne Gott verloren ist. Dieser Mensch hat seine Sünde erkannt. Und was ich interessant finde, ist, er fängt nicht an zu sagen, Herr, ich habe gesündigt wegen dem und probiert mit Gott zu verhandeln oder Dinge zu erklären, sondern er kommt einfach zu Gott, so wie er war und sagte, Herr, sei mir Sünder gnädig, ich brauche dich. Und dieser Mensch hat Vergebung erhalten. Dieser Mensch ging freudig und gerechtfertigt nach Hause. Warum? Weil die Herzenshaltung stimmte. Weil die Motivation echt war. Weil er erkannte, wer er ist und wer Gott ist. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Naht euch zu Gott, so wird er euch nahen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt euer Herz, ihr Wankelmütigen. Ja, klagt und trauert und weint, und euer Lachen verkehrt sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und ich schließe hier und ich möchte noch mit uns beten zum Abschluss. Ich bitte auch Natale vielleicht schon mal eine Melodie zu spielen. Und ich möchte, dass jeder Einzelne gleich sein Gebetsleben heute Abend analysieren kann. Es geht nicht darum, dich zu vergleichen mit deinem Nachbarn, mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Du musst dich auch nicht vergleichen mit einem Pastor oder mit wem auch immer. Es geht um dein Leben. Es geht um dein Gebetsleben. Es geht um deine Beziehung. Ich glaube wirklich, dass Gott auf Gebete antworten möchte. Ich glaube wirklich, dass Gott sich in einer ganz neuen Art und Weise offenbaren möchte, wenn wir auch bereit sind, uns ganz ihm zu öffnen. Wenn wir all diese Facetten oder diese Mauern wegreißen und einfach so kommen, wie wir sind. Wenn wir wirklich ansprechen, was wirklich los ist oder was wirklich dran ist. Und dass Gott schlussendlich in unser Leben hineinreden kann. Herr Jesus, wir kommen heute Abend zu dir, so wie wir sind. Und ich erkenne, wie schwach ich bin und ich erkenne jeden Tag, wie sehr ich dich brauche. Jesus, ohne dich bin ich verloren. Aber mit dir bin ich errettet. Mit dir und in dir habe ich Hoffnung. Und wie dieser Jünger dich gebeten hat, Herr, lehre uns beten, so bitte ich dich,
Lehre du der Gemeinde von PO Adulam beten. Lehre uns, lehre jeden Einzelnen von uns, was es heißt zu beten. Herr, schenke uns wirklich auch diese Kraft, Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen jeden Tag, um diese Zeit mit dir zu nehmen, um in Gemeinschaft zu kommen mit diesem lebendigen Gott. Herr, ich bitte dich, dass wirklich Menschen in diesem Ort sich vielleicht zum ersten Mal erleben können im Gebetsleben. Dass sie nicht nur Wunder erleben hier in der Gemeinde, sondern dass sie Wunder und Zeichen erleben können zu Hause bei ihnen, in der Familie, auf der Arbeit. Herr, dass sie deine Herrlichkeit sehen können, weil du gegenwärtig bist. Ich bitte dich auch, dass du die Herzenohren öffnen kannst, damit wir auch stille werden, um deine Stimme zu hören, dass nicht nur wir zu dir reden, sondern dass auch du zu uns reden kannst. Heiliger Geist, offenbare du dich. Rede du zu jedem Einzelnen von uns. Und führe du uns immer wie tiefer in diesem Gebetsleben. Führe uns tiefer in diese Beziehung. Zieh unsere Herzen zu dir, Herr, heute Abend. Auch vielleicht Leute, die zum ersten Mal da sind. Zeige ihnen, wie sehr sie dich brauchen. Und wie sehr du auf sie wartest. Du ziehst uns mit deiner Liebe zu dir. Du ziehst uns in deine Gegenwart. Wir loben und preisen dich, Herr. Wir loben und preisen dich, Herr. Ja, danke, Herr Jesus, dass du eben die Herzen kennst und du hast das Herz vom Pharisäer gekannt. Aber auch viele Leute, die in solche Versammlungen gehen, schon seit Jahrzehnten teilweise. Wir wollen immer wieder vor dich kommen. Reinige du unsere Herzen, so wie wir es jetzt gehört haben. Du siehst, wo wir noch Fleisch haben. Du siehst, wo der Feind immer wieder angreifen will. Und Herr, du weißt auch, wo wir noch krank sind, wo wir Knatsch haben mit dir, wo wir dich anklagen, obwohl wir wie Hiob beten und sagen, du bist allmächtig und wir sind rein gar nichts gegen dich. Und trotzdem ist da noch ein bisschen Auflehnung, noch ein bisschen Rechthaberei, ein bisschen Besserwisserei. Aber wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Und Herr, danke, dass du heute Abend Menschen die Kraft gibst, zu entscheiden, ihre Scham, ihren Stolz wirklich beiseite zu legen. Und du bist heute Abend hier. Wir haben dich angebetet, wir haben dich gepriesen. Das Wort haben wir verkündet. Dein Wort hat geheilt und gewirkt und dein Wort kommt auch nie leer zurück. Und wir glauben, dass du, Heiliger Geist, jetzt hier bist. Dass du, Jesus, hier bist. Und wir laden alle ein, die wirklich das auch erkannt haben, jetzt durch diese Predigt von Serie, dass sie da noch Bedarf haben. Kommt nach vorne und lasst beten für euch. Der allmächtige Gott ist hier. Wir brauchen immer wieder seine Nähe, seine Offenbarung. Und Herr, wir wollen dir wirklich auch danken für alle, die geben in diesem Ort. Zeit, aber auch anderes. Du weißt, was wir als Gemeinde brauchen, Herr. Nebst der brüderlichen und geschwisterlichen Gemeinschaft, nebst dem Gebet brauchen wir auch Finanzen und allem. Wir wollen dir auch an diesem Moment noch Danke sagen. Du hast wirklich alles getan. Danke für unsere Arbeit. Danke für unseren Verstand. Danke für unsere Intelligenz. Dass wir sie einsetzen dürfen, wo wir sind, wo wir gehen. Und danke für die Liebe, die du uns geschenkt hast für unsere Nächsten. Sei es auf der Arbeit, sei es in der Familie. Aber wenn du nicht wärst, wenn du nicht in unser Leben gekommen wärst, wenn du nicht uns heute Abend nicht wieder einladen würdest, wir könnten nichts arbeiten, wir könnten nichts verdienen, wir möchten dir einfach geben. Sei jeder frei sein, wie er kann, wie er will. Der Segen Gottes soll mit uns sein und er will uns segnen. Und Herr, wir bitten um deinen Segen für die kommende Woche,
für Auffahrt. Es ist Auffahrt, es ist das Fest der Christen, die feiern, dass Gott in den Himmel aufgefahren ist. Der Sohn Gottes sitzt zur Rechten des Vaters und er bittet für uns. Alle Gebete, die wir hier heute beten, die ihr hier zu Hause betet, unterstützt Jesus beim Vater, weil es ist am Thron Gottes für uns. Er ist aufgefahren. Und danach kommt Pfingsten. Und lasst uns diese Feste gemeinsam feiern, auch in der Hoffnung, dass wir es erleben, dass unser Glaube an die Bibel, an den Gott der Bibel, an den Sohn, an den Heiligen Geist sich manifestiert in unserem Leben, in unseren Familien. Wir wollen Leute sein mit einem Impact, Leute sein mit einem Einfluss auf unser Umfeld. Herr, danke. Wir wollen dir danken mit allem, was wir haben. Und Herr, wir bitten um deinen Frieden, um deinen Segen und danke für alles. In Jesu Namen. Amen.